Schockmeldung aus dem Weißen Haus. Donald Trump beschneidet das H-1B-Visumsprogramm, was das für dich bedeutet und generell für die Einreise bzw. die Auswanderung in die USA. Das wollen wir uns in diesem Video einmal genau anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du mit dem Gedanken spielst, in die USA auszuwandern als Unternehmer, Investor, Freiberufler, dann lade ich dich herzlich ein auf einer unserer Investorenreisen und Seminare in Austin, Texas. Erst vor 2 Wochen war ich wieder mit einer Gruppe von 15 deutschsprachigen Mandanten in Texas, habe ihnen Austin gezeigt. Wir haben Immobilien besichtigt, wir haben ein intensives Seminarprogramm zusammen durchgearbeitet, wo wir uns mit allem beschäftigt haben vom Thema Visum, Visa, Green Card, Firmengründung, Kontoeröffnung, Immobilienkauf, Schule, Gesundheitssystem und so weiter und so fort. Alles, was man wissen muss, um in die USA umzuziehen. Einer der Teilnehmer hat seine ganze Familie mitgebracht, inklusive seiner 2 Söhne, die 9 und 12 Jahre alt waren. Es war eine tolle Woche. Wir haben natürlich uns dann auch die Gegend von Austin angeschaut. Wir haben eine kleine Stadt in der Nähe von Austin besucht. Dort hat uns der Bürgermeister begrüßt und eine ganze Delegation, die uns dann gezeigt haben, wie schön ihre Stadt ist und wie attraktiv es zum Beispiel sein kann, dort zu investieren. Also wenn du wirklich einmal Austin, Texas live erleben willst, dann lade ich dich herzlich ein, an einer solchen Reise einmal teilzunehmen. Alle Informationen dazu auf unserer Webseite. Link dazu packe ich in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Aber nun kommen wir zum eigentlichen Punkt, das H-1B-Visum, beziehungsweise die lautstarke Ankündigung, der Beschluss von Trump im White House am 19. September 2025 das H-1B-Programm stark einzuschränken. Also ich bin 2008 in die USA ausgewandert von London. Ich habe schon seit 25 Jahren nicht mehr in Deutschland gewohnt. Wir helfen seit 2008 Mandanten in die USA auszuwandern, dort eine Firma zu gründen, dort ein neues Leben zu etablieren. Jetzt nicht unbedingt Angestellten, die hier auf H-1B-Visum kommen, sondern eher eigentlich Mandanten, die Unternehmer sind und dann über E2, EB5 oder L1 in die USA reisen. Aber ich bin natürlich mit dem ganzen Thema US Immigration sehr vertraut. Ich habe selbst schon etliche US-Visa gehabt. Ich habe selbst ein US-Visa. Ich war erst vor kurzem in der Botschaft in London, habe mein Visum dort problemlos verlängert. Ich habe ja gerade eben erzählt, wir waren letzte Woche in Austin zusammen mit einer Gruppe von Unternehmern. Einige dieser Unternehmer hatten bereits ein Visum beantragt. Einer zum Beispiel ein E2-Visum mit einem Kapital von $60.000 insgesamt, hat das problemlos bekommen in sehr kurzer Zeit. Ein anderer Teilnehmer hatte eine EB5 Green Card beantragt. Da muss man dann 1 Million investieren. Er hat damit gerechnet, dass der ganze Antrag 1 Jahr in der Bearbeitung dauern wird. Kurz nach der Reise hat er uns darüber informiert, dass die Green Card jetzt bewilligt wurde in einer Rekordzeit von nur 4 Monaten. Davor war die kürzeste Bearbeitungszeit in dem Programm, an dem er teilgenommen hat, in dem Regional Center 10 Monate. Also ich kann jeden nur ermutigen, der als Unternehmer in die USA auswandern möchte oder auch zum Beispiel jetzt hochqualifiziert ist, sich durch solche Meldungen in den Medien nicht abschrecken zu lassen. Es ist relativ einfach in den USA nach wie vor für Unternehmer zum Beispiel ein Visum zu bekommen. Oder eben auch wenn du hochqualifiziert bist, dann ist das ebenfalls nach wie vor möglich und vielleicht sogar einfacher, als es früher war. Trotz der ganzen negativen Presseberichte und Medienberichte, die wir vor allen Dingen in den deutschsprachigen Medien hören. Die deutschsprachigen Medien sind ja sowieso negativ gegenüber den USA eingestellt, negativ gegenüber Trump eingestellt. Das heißt, hier wird gerne alles schlecht geredet. Tatsächlich sind Mandanten, die zu mir nach Austin, Texas kommen, wie zum Beispiel vor kurzem und dann dort einige Zeit verbringen, immer positiv überrascht, wie freundlich die Leute sind, wie wenig eigentlich die US-Bundesregierung unter Trump dort lokal eine Rolle spielt, wie wenig die Leute eigentlich darüber reden, wie weit Washington weg ist eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel in Texas dort unterwegs ist. Also, man soll sich dadurch grundsätzlich erstmal nicht hier negativ beeinflussen lassen. Als Trump an die Macht kam, habe ich mit meiner Kollegin, die auf US-Einwanderungsrecht spezialisiert ist, Anwältin in London, gesprochen. Und wir haben uns überlegt, was für die Konsequenzen sein werden, wenn Trump wieder an die Macht kommt. Was muss man hinsichtlich US-Visa erwarten? Und die erste Sache, die sie mir damals gesagt hat, ist, dass sie hofft, und das hat sie gesagt als Anwältin, dass er einen Riegel vorschiebt vor den Missbrauch der H-1B-Visa. Also genau die Visumskategorie, die Trump jetzt hier sehr stark limitiert hat. H-1B ist ein temporäres Arbeitsvisum in den USA. Damit soll es US-Arbeitgebern ermöglicht werden, Fachkräfte im Ausland anzustellen. Arbeitskräfte, die es in den USA nicht gibt.
Wenn man sich einmal anschaut, wer die Nationalitäten sind, die ein solches Visum haben, so stellt man fest, dass es ungefähr 80% Inder sind und dann China zum Beispiel mit 12% der H1B-Visumsinhaber, aber eben vor allen Dingen Inder. Insgesamt werden 85.000 dieser H1B-Visa ausgegeben. Wie gesagt, es sind keine Einwanderungsvisa. Man kann damit nur temporär in den USA arbeiten. Zunächst 3 Jahre und dann kann man es auf 6 Jahre verlängern. Und dann kann man natürlich auf eine Green Card umsteigen. Wie gesagt, 85.000 dieser Visa wurden oder werden pro Jahr vergeben. Es gibt natürlich sehr viel mehr Antragsteller. Das heißt, mittlerweile ist das Ganze eine tatsächliche Lotterie. Und das meine ich jetzt nicht im übertragenen Sinne. Es ist tatsächlich eine Lotterie. Also das heißt, aus all den Antragstellern hat im Grunde genommen 2 Durchgänge. Es gibt Hunderttausende oder sogar Millionen, die sich um ein solches Visum bewerben. Da wird also per Lotterie letztlich ein Los gezogen. Und dann werden aus einem sehr viel kleineren Pool tatsächlich diejenigen ausgewählt, die dann dieses US-Visum bekommen. Man muss ganz klar sagen, diese Visumskategorie wird von großen Unternehmen dominiert, von großen Unternehmen beherrscht. Kleine amerikanische Unternehmen, die jetzt eine ausländische Fachkraft suchen, haben niemals eine Chance, einen solchen Antrag durchzubekommen, denn die großen Unternehmen und auch große Recruiting-Unternehmen fluten diese Lotterie mit Indern. Wenn dann diese Inder ein solches Visum haben, werden sie dann an amerikanische Arbeitgeber verliehen. Oftmals gehen die Inder dann perverserweise zurück nach Indien und arbeiten remote und haben trotzdem dieses Visum. Warum mögen Arbeitgeber dieses Visum? Nun ja, natürlich das Geld spielt eine Rolle. H1B-Arbeitnehmer sind durchschnittlich ca. 30-40% günstiger als amerikanische Arbeitnehmer. Die Inder lassen sich eben dort abspeisen mit niedrigen Löhnen. Da der Aufenthalt bzw. das Visum dann an den Arbeitgeber gebunden ist, besteht hier keine Gefahr, dass diese Arbeitnehmer dann den Arbeitgeber wechseln. Das heißt, ich muss diese Arbeitnehmer nicht besonders gut behandeln als Arbeitgeber. Ich kann mit denen ein bisschen umspringen, wie ich will. Und das sind eigentlich die Hauptgründe dafür, warum amerikanische Arbeitgeber diese Arbeitnehmer, die über ein H1B-Visum kommen, gerne mögen. Also das heißt, hier gab es in den letzten Jahren und Jahrzehnten einen riesigen Missbrauch. Es geht also nicht wirklich darum, um hier hochqualifizierte Spezialisten aus dem Ausland anzuwerben, sondern darum, Arbeitnehmer in den USA, die möglicherweise teurer wären oder wo es höhere Auflagen gibt oder die einfach aufwendiger in der Anstellung sind, zu ersetzen. Oftmals müssen die Jobinhaber, also die Amerikaner, die einen solchen Job haben, dann auch noch den neuen Inder trainieren und einweisen in die eigene Tätigkeit, bevor sie dann gekündigt werden und gehen. Also es sind wirklich Zustände dort, die nicht besonders leicht zu verkaufen sind der Bevölkerung. Insbesondere jetzt, wenn ja die Arbeitslosigkeit in den USA steigt. Wir haben ja die letzten Job Reports gesehen durch die amerikanische Arbeitsbehörde. Also die Jobsituation ist nicht mehr so rosig. Da muss man natürlich sagen, dass es nicht sein kann, dass ausländische Arbeitgeber hier eingestellt werden. Ich bin mit der Tech-Branche ziemlich vertraut. Ich war früher selbst in der Tech-Branche tätig. Wie gesagt, ich bin 2008 selbst in die USA ausgewandert. Ich arbeite schon seit über 20 Jahren mit Fachkräften aus dem Ausland, Osteuropa, Asien und ich habe diese immer remote angestellt. Ich habe diese nie in den USA vor Ort angestellt. Warum würde ich das auch machen? Das wäre ja wahnsinnig. Die Löhne sind ja viel zu hoch. Diese Fachkräfte haben remote gearbeitet. Ich habe ihnen dann ein B1, B2-Visum besorgt. Sie konnten dann regelmäßig in die USA kommen für Meetings, für Training und so weiter und so fort. Das war überhaupt kein Problem. Und das Gleiche wird nun natürlich auch mit den H1B-Visumsinhabern passieren, gerade in der Tech-Branche. Es gibt ja heutzutage absolut keinen Grund mehr, warum man für einen Tech-Job in den USA vor Ort arbeiten müsste, jedenfalls in den allermeisten dieser Tech-Jobs. Diejenigen, die dann wirklich vielleicht vor Ort sein müssen, die können ein anderes Visum bekommen oder vielleicht lohnt es sich dann dort für den Arbeitgeber die höhere Gebühr zu bezahlen. Und damit sind wir natürlich auch beim Thema, was hat eigentlich Trump jetzt verkündet? Er hat die Visumsgebühren letztlich von $5.000, um eine solche Person anzustellen, auf $100.000 zu erhöhen. Damit wird das ganze Visum natürlich letztlich irrelevant werden, weil das kein Arbeitgeber machen wird, beziehungsweise natürlich nur sehr wenige, die jetzt wirklich sehr hochkarätige Spezialisten anstellen werden, die mehrere $100.000 im Jahr verdienen werden. Warum hat man das so gemacht? Nun, eine solche Visumskategorie basiert natürlich auf einem Gesetz. Dieses Gesetz hat das Parlament, also der Kongress, verabschiedet. Trump kann also nicht einfach sagen, dass dieses Visum abgeschafft wird. Was er aber tun kann, ist, die Gebühren rund um das Visum zu erhöhen.
Also er kann sagen, das Visum kostet bisher 5.000, jetzt wird es in Zukunft 100.000 kosten. So etwas kann er tun. Dennoch ist zu erwarten, dass das natürlich in den Gerichten dennoch angegriffen wird. Es gibt manche Stimmen, die sagen, dass die 100.000 pro Jahr fällig werden. Das kann ich so aus dem Beschluss des White Houses nicht sehen. Diesen werde ich dir jetzt auch einmal zeigen. So, hier ist also diese sogenannte Proclamation. Das hat Trump verkündet. Interessant ist vor allen Dingen diese Deadline am 21. September 2025. Das bedeutet nämlich, dass jeder H1B-Visumsinhaber, der momentan außerhalb der USA ist, bis zum 21. September in den USA zurück sein muss. Ansonsten werden die 100.000 fällig. Was dieses dort abgeht bei Flügen, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Wahnsinnig viele Inder, die momentan vielleicht auf Urlaub sind in Indien, werden jetzt versuchen, in die USA zurückzukehren. Die Preise der Flugtickets steigen gerade in den Himmel. Zumindest jetzt heute, wo ich dieses Video aufnehme, also am 20. September 2025. Jetzt fragt sich natürlich jeder, schneiden sich damit eigentlich die USA nicht ins eigene Fleisch? Wer würde jetzt noch in den USA studieren wollen? Was mit Ärzten und anderen Fachkräften, die in den USA dringend benötigt werden? Wie sollen die in die USA kommen? Und vor allen Dingen, was ist mit der Tech-Branche? Da ist man doch auf diese Spezialisten angewiesen. Nun, auf die Tech-Branche bin ich schon eingegangen. Die allermeisten Tech-Unternehmen, viele kleine Tech-Unternehmen arbeiten heute schon komplett remote und das ist schon lange so. Ja, also die meisten Tech-Unternehmen wird das nicht betreffen, denn die meisten Tech-Unternehmen haben schon heute keine H1B-Visa. Es macht überhaupt keinen Sinn, meiner Meinung nach, solche Kräfte in den USA anzustellen, wenn ich Tausende, Zehntausende, Millionen von Softwareentwicklern im Ausland bekomme, in Indien, Pakistan, in Philippinen oder wo auch immer. Warum solche teure Jobs in den USA schaffen, wenn ich ganz einfach mit Freelancern im Ausland arbeiten kann? Und das tun tatsächlich auch die allermeisten Unternehmen, auch die meisten großen Unternehmen. Das heißt, so viele Unternehmen sind tatsächlich davon gar nicht betroffen. Das ist jedenfalls meine Meinung. Es sind Unternehmen betroffen, die es gerne sehen, dass diese Mitarbeiter vor Ort sind, die ein bisschen altmodisch vielleicht sind oder die andere Gründe haben, warum alles vor Ort geschehen muss in den USA. Da gibt es sicherlich auch gute Gründe dafür. Diese werden halt in Zukunft die 100.000 bezahlen müssen, möglicherweise pro Jahr pro Visumsinhaber oder aber eben sich auch entscheiden müssen, im Ausland zu arbeiten. Kommen wir zu den Medizinern. Ich habe vielfach hier in den sozialen Medien gehört, dass es ja ein Problem ist, wenn dann keine Ärzte mehr in den USA sich hier ausbilden lassen können. Das Gesundheitssystem in den USA ist natürlich auf junge Ärzte auch angewiesen, weil die sind relativ günstig. Da hat man relativ viel Manpower. Nun, es ist schon heute so, dass 90% dieser ausländischen jungen Ärzte, sogenannte Interns, in den USA nicht arbeiten auf H1B, sondern auf J1. Das ist ein Exchange-Programm. Das wird dann aufgelegt mit den Ärztekammern in den verschiedenen Ländern, aus denen die Kandidaten stammen. Also auch hier kann ich nicht wirklich sehen, wo das tatsächlich ein Problem wäre. Die wenigen 100 Ärzte, die über H1B kommen, die sind vielleicht so hoch qualifiziert, dass sie entweder gleich eine Green Card beantragen können oder eben die $100.000 pro Jahr bezahlen muss. Da ist es das vielleicht dann tatsächlich wert. Bei den Universitäten ist es meiner Meinung nach ähnlich. Ich meine, die Universitäten in den USA, das ist natürlich ein richtiges, gigantisches, riesiges Business. Du weißt, diese Universitäten sind extrem teuer im Vergleich zu den Universitäten in Europa. Aber tatsächlich ist es schon heute so, dass man kein H1B-Visum braucht, um nach dem Studium in den USA zu arbeiten. Man kann nach dem Studium in den USA über das sogenannte OPT-Programm noch 3 Jahre in den USA arbeiten. Und die überwiegende Anzahl der Studenten, die in den USA bleiben, qualifizieren sich für dieses Programm und arbeiten dann über dieses Programm in den USA und nicht dem über H1B. Es ist eine relativ kleine Gruppe von Studenten, die dann über das H1B-Programm in den USA bleiben. Also hier kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass es einen riesigen Impact haben wird, aber man muss es sehen. Möglicherweise sind ja auch psychologische Faktoren im Spiel. Also wenn die USA den Eindruck vermitteln, dass sie Ausländer nicht haben wollen, dann werden vielleicht Personen gar nicht erst in den USA studieren, auch wenn sie vielleicht anderweitig die Möglichkeit hätten, als H1B danach in den USA zu arbeiten. Aber das muss man natürlich sehen. Generell kann man ganz klar diesen Trend beobachten. Viele denken, die USA sind geschlossen. Viele denken, die USA heißen Ausländer nicht mehr willkommen. Ich hatte es vorhin schon gesagt, das ist absolut nicht mein Eindruck. Aber
Es geht eben hier darum, die Spreu vom Weizen zu trennen und den Missbrauch zu verhindern. Oftmals ist eine Reform solcher Programme nicht wirklich möglich. Da sind zu viele Lobbyisten involviert, die die Parlamentarier dann unter Druck setzen. Daher einfach hier ein Hard Reset zu machen, wie man es jetzt gemacht hat, unter Trump meiner Meinung nach nicht unbedingt eine schlechte Idee, muss man ganz klar sagen. Also man muss sehen tatsächlich, was die Auswirkungen sind. Manche sagen natürlich auch, Trump hat das vor allen Dingen getan, um die Inder unter Druck zu setzen in seinen Verhandlungen um einen sogenannten Trade Deal mit Indien. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass der überwiegende Anteil der H1B-Visa-Inhaber Inder sind. Das kann natürlich sein. Ich denke eher, dass es mit den schlechten Jobzahlen zu tun hat und natürlich auch, dass durch verschiedene Faktoren, unter anderem KI vielleicht, oder man weiß es nicht, möglicherweise auch andere Sachen, viele Uni-Abgänger momentan keinen Job finden und das sich den Amerikanern und vielen Amerikanern ein Dorn im Auge ist, wenn dann Zehntausende, Hunderttausende von Indern in die USA geholt werden, um diese Jobs zu machen. Mir ist natürlich völlig klar, dass es so einfach nicht ist. Tatsächlich ist es so, dass in den USA Engineering-Talent fehlt. Das ist meiner Meinung nach kein Zweifel. Wenn man sich die Doktorandenprogramme an amerikanischen Universitäten anschaut, dann ist es definitiv so, dass hauptsächlich Ausländer diese Programme nutzen. Aber ich sage es nochmal, bei diesen wirklich hochspezialisierten und hochtalentierten Mitarbeitern macht es dann vielleicht auch Sinn, eine so hohe Gebühr zu bezahlen, beziehungsweise sie können möglicherweise auch andere Wege finden, in den USA zu arbeiten. Es geht hier wirklich um die Masse jener, die missbräuchlich dieses Visum nutzen. Das heißt im Grunde genommen Low-Level-Tech-Mitarbeiter, die weniger verdienen als Amerikaner. Aber wie gesagt, das ist jetzt ja alles brandneu. Man wird sehen, was jetzt hier noch passiert. Ich denke, es wird sicherlich noch bestimmte Gerichtsverfahren geben. Man muss sehen, wie die entschieden werden. Sicherlich ist für Trump wichtig, dass er ein Signal setzt, dass er hier aufräumen will, dass er die Basis befriedigt, dass er sagt, er tut etwas und alles Weitere wird sich jetzt dann ergeben. So, was hat das Ganze nun konkret mit dir zu tun? Also, wie gesagt, wir haben keine Mandanten, die H1B nutzen. Wir haben etliche Mandanten, die zum Beispiel L1 haben. L1 ist ein Visum, wo man von einer deutschen oder österreichischen oder Schweizer Muttergesellschaft dann an die amerikanische Tochter transferiert werden kann, haben wir etliche Mandanten, die das nutzen. Das wird, wie gesagt, ja weiterhin möglich sein. Also sagen wir zum Beispiel mal, du arbeitest für Apple in Deutschland, dann kannst du mit L1 von Apple in Amerika angestellt werden, kannst dort nach einigen Jahren auch die Green Card erhalten. Die einzige Bedingung ist, dass du mindestens 12 Monate davor bei Apple in Deutschland gearbeitet hast und natürlich eine Fachkraft bist. Du kannst jetzt nicht einfach ein unerfahrener Mitarbeiter sein, sondern du musst im Grunde genommen zeigen, dass du Teamleader bist oder dass du eine Abteilung leitest, etc. Du kannst ja auch dein eigenes L1-Visum besorgen. Wenn du ein Unternehmen hast, Deutschland, Österreich und der Schweiz, kannst du eine Tochtergesellschaft, eine Niederlassung in den USA gründen und dich selbst transferieren. Das funktioniert genauso. Das ist auch das L1-Visum. Du kannst in den USA in dein eigenes Unternehmen investieren. Ich hatte ja vorhin das Beispiel gesagt, zum Beispiel $60.000. Das finde ich jetzt besonders niedrig. Ich würde sagen, 100.000 ist immer eine sicherere Bank. Und dann bekommst du ebenfalls das Visum, musst aber dann wirklich unternehmerisch in den USA tätig sein, musst dann wirklich auch dort Mitarbeiter einstellen, einen Betrieb gründen. Oder eben EB5. EB5 ist eine Art goldenes Visum. Da ist ein mehr oder weniger passives Investment möglich. Ungefähr 1 Million muss man mindestens investieren. Und dann bekommst du sofort die Green Card. Interessanterweise hat Trump am gleichen Tag mehr oder weniger bei der gleichen Pressekonferenz dann diese neue Trump-Card verkündet. Auch dort wurde interessanterweise der Investitionsbetrag von 10 Millionen auf 1 Million reduziert. Beim EB5-Visum ist es so, dass du dein Investment zurückbekommst. Das heißt, du musst zwar 1 Million investieren, du bekommst dieses Investment aber dann wieder zurück. Bei der Trump-Card musst du nach meinem Verständnis die 1 Million bezahlen und die sind dann wirklich weg. Das ist natürlich schon eine andere Nummer, aber dazu werde ich noch ein separates Video machen. Also, ich kann nur noch mal bestärken, was ich vorhin gesagt habe. Wenn du dich für die USA interessierst, du möchtest dort in die USA umziehen, dort ein Unternehmen gründen, dich dort aufhalten, mit deiner Familie dorthin umziehen, das ist definitiv möglich. Für Unternehmer nach wie vor relativ einfach oder wie gesagt, vorhin hatte ich es auch gesagt, wenn du eine qualifizierte, erfahrene Fachkraft bist und bei einem amerikanischen Unternehmen arbeitest, kannst du auch über L1 in die USA transferiert werden. Das geht ebenfalls oder eben EB5 steht dir ebenfalls offen. Also lass dich nicht entmutigen.
glaub nicht unbedingt der negativen Presse und glaube, wenn ich dir sage, dass dieses H1B-Programm dominiert wurde durch missbräuchliche Anträge und es möglicherweise keine schlechte Idee ist, dass das jetzt erstmal unterbunden ist. Ich habe mir die Social-Media-Posts zu diesen ganzen Vorgängen genau angeschaut und ich konnte kein Argument wirklich dagegen finden, was mich überzeugt hätte. Aber wie gesagt, da kann ich mich vielleicht auch täuschen und wir werden sehen, was in den nächsten Tagen da noch passiert. Dafür ist das Ganze natürlich auch jetzt zu neu, um hier eine abschließende Deutung, Erklärung und Interpretation zu finden. Wenn auch du dich mit dem Thema Umzug in die USA beschäftigst, wie gesagt, ich würde mich freuen, dich auf einer unserer Seminare und Investorenreisen persönlich kennenzulernen. Ansonsten natürlich gerne auch ein Beratungsgespräch buchen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.